In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Tabletop-Gelände in nur wenigen Minuten fertig für den Spieltisch macht. Und zwar mit nur ein paar Spraydosen und einfachen Speedpaint-Techniken. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Aktuell bin ich ja ziemlich im Malediction-Fieber. Für das Skirmisher-Spiel von Loot Studios kann man entweder das offizielle 2D-Pappgelände nutzen oder sich STL-Files herunterladen und alles in 3D drucken. Jede der 4 Fraktionen kommt dabei mit 5 Geländestücken daher. Große, mittlere und kleine. Also eine ganz schöne Menge an Terrain, vor allem wenn man letztlich alle 4 Geländearten und deren Spezialregeln ausprobieren möchte. Damit mein Malediction-Gelände also möglichst schnell auf den Spieltisch kann, möchte ich ausnahmsweise einmal nur zu Spraydosen greifen. Und streng genommen ist das dann natürlich kein Bemalen, sondern Besprühen. Aber ihr wisst, was ich meine. Vorab ein paar Worte zu den von mir favorisierten Sprühdosen. Mal abgesehen von Sprühgrundierung nutze ich mittlerweile nur noch die Vallejo Sprays aus deren Hobbypaint-Reihe. Erstens gefallen mir die matten Farbtöne persönlich sehr gut, zweitens kosten die Dosen auch jeweils nur um 10 €. Außerdem kommen die Farben mit viel Druck aus den Dosen, was stets für ein sehr feines Sprühbild sorgt. Weiterhin wird jede Dose mit 2 Caps geliefert, eine für den normalen Farbauftrag und eine zweite, die weniger Farbe durchlässt und mit der man etwas feiner bzw. gezielter sprühen kann. Und noch eine wichtige Kleinigkeit. Die Farbe in der Dose entspricht genau der Vorlage, die oben auf den Dosen zu finden ist. Solche exakten Referenzen sind bei Sprays ja sonst oft leider eine Seltenheit. So, nun geht's aber endlich los mit dem Sprühen. Schnappt euch euer Geländestück und überlegt, wie ihr es gestalten wollt. Die erste Variante wäre eine Farbgestaltung entsprechend des Lichteinfalls. Wählt dafür 2 oder 3 Farben aus, die zueinander passen. Zum Beispiel einen dunkelbraunen Grundton, einen etwas helleren Braunton und eventuell noch ein helles Sandbraun als Highlight. Sprüht zunächst den dunklen Grundton auf. Immer mit kurzen Sprühstößen und bei komplexen Modellen unbedingt geduldig und immer wieder aus allen Richtungen. So erhaltet ihr einen dünnen und gleichmäßigen Farbauftrag. Den helleren Mittelton sprüht ihr nun von senkrecht oben und schräg oben aufs Modell. Hier und da vielleicht auch mal im 90°-Winkel von der Seite, das hängt von dem Modell bzw. der Fläche ab. Danach habt ihr bereits einen realistischen Lichteinfall und dunkle Schatten auf eurem Geländestück. Mit der Highlight-Farbe wird dies nun noch verstärkt, indem ihr erneut von senkrecht oben und von schräg oben kurze Sprühstöße ausführt. Am besten ganz gezielt auf die Stellen, die üblicherweise vom Licht angestrahlt werden würden. Wer mag, kann nun zum Beispiel noch die Kanten trocken bürsten und/oder weitere Details mit dem Pinsel bemalen. Oder das Modell als fertig und spielbereit betrachten. Eine zweite Sprühvariante ist das getrennte Einfärben von Flächen mit weichen Farbübergängen dazwischen. Auch hier nehme ich mir wieder nur 3 Farben, diesmal aber mit mehr Kontrast zueinander. Ich starte mit einem braunen Grundton auf einigen Teilen des Modells, bevor ich mit einer zweiten Farbe den Rest des Modells rot besprühe. In diesem Fall den Boden, der einen See darstellen soll. Mit einer dritten und hellen Farbe sprühe ich dann auf die braunen Bereiche vorsichtig einen Lichteinfall bzw. einige Highlights. Das erzeugt auf den roten Flächen allerdings einige Sprühnebelrückstände. Diese sogenannten Overspray-Reste lassen sich teils abbürsten oder einfach übersprühen. Hier mit ein paar gezielten Rotsprühstößen. Fertig! Ihr seht, mit nur ein paar Sprühfarben und innerhalb von nur wenigen Minuten könnt ihr euer Gelände fertig für den Spieltisch machen. Oder um zumindest den Hauptteil der Bemalung schnell erledigt zu haben, bevor ihr euch an die Detailarbeiten macht. Das Wichtigste beim Speedsprayen sind kurze und kontrollierte Sprühstöße. Also bitte nicht sekundenlang aus einer Richtung oder einfach nur wild übers Modell sprühen. Und zieht zum Halten der Modelle am besten Handschuhe an und sucht euch einen windgeschützten Bereich, damit die Farbe immer auf dem Modell und nicht auf euch landet. Sprüht ihr viel und lange, solltet ihr zudem eine Maske tragen, um eure Atemwege zu schützen. Und noch ein letzter Tipp. In über 10 TWS-Jahren ist es mir zwar erst einmal passiert, aber Sprühdosen können beim allerersten Sprühen quasi an der Dichtung unter der Cap explodieren. Das ist nicht nur eine ziemliche Sauerei, die Dose ist dann auch schadhaft und sollte reklamiert werden.
Für jeden allerersten Sprühstoß nutze ich daher eine Tüte als Spritzschutz, um die Dose gefahrlos zu testen. Ist der kurze Test bestanden, besteht fortan keine Explosionsgefahr mehr. Wie gesagt, solche Produktionsfehler sind bei Spraydosen super selten, aber sie können vorkommen. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Sprühen und beim Speedpainting eurer Geländestücke. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.